Hallo liebe Zuschauer, ja, das erste Mal heute News von Thailand. Was werde ich präsentieren in diesen News? Das ist das, was für die Touristen interessant ist. Also nichts Politisches oder was vom König. Ich meine, das interessiert so die Leute nicht. Es interessiert, was ist in den einzelnen großen Städten oder Inseln, was ist da passiert, worauf muss man da achten. Darauf beschränke ich mich. Und wir fangen heute mit Pattaya an. Ja, in Pattaya ist eine große Razzia angesetzt worden vor Motorradraudis. Da sind auch einige Motorräder aus dem Verkehr gezogen worden, um ja, da wieder Ruhe in den Verkehr zu bringen. Des Weiteren ist in Pattaya momentan ein großes Problem von einer Planktonblüte. Das sind grüne Algen, die jetzt durch die großen Regenmassen ins Meer gespült worden sind. Das sind also Nährstoffe, die da reingelangt sind. Und das ist sehr unangenehm natürlich für die Touristen, die da in dem Wasser schwimmen, wo dann auch die Algen sind. Um den einzelnen Inselgruppen haben sich große Flächen gebildet. Ja, von den Behörden wird eben halt geraten, keine Abwasser ins Meer zu leiten. Da sind ja Nährstoffe drin, aber viel mehr kann man auch nicht machen. Man kann ja froh sein, dass sie also nicht toxisch sind, also giftig. Ist natürlich sehr unschön. Des Weiteren ist also auch ein hoher Wellengang in Pattaya zu verbuchen, laut den News, was also auch die Touristen vom Strand verscheucht. Ja, des Weiteren wird noch berichtet, dass in einem Cannabis-Shop jemand am frühen Morgen verstorben ist, der ein Cappuccino getrunken hat. In den Medien wurde zuerst gesagt, er hätte einen Cannabis-Tee getrunken. Das wurde aber von dem Besitzer verneint. Die Todesursache, die wird jetzt noch von der Gerichtsmedizin ermittelt und wohl in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Ja, dann noch ein delikater Vorfall. Ein Schweizer hatte also ein Problem mit einem Genitalring, den man benötigt, um die Erektion nicht so schnell weggehen zu lassen. Also sprich das Blut, der wird also um den Penis gebracht. Und den hat er nicht mehr runterbekommen und hat daraufhin die Rettungskräfte angerufen und die haben diesen Ring aufgeschnitten, um ihn davon zu erlösen. Dann gehen wir nach Hua Hin. In Hua Hin ist jetzt im Moment die Polizei hinter Verkäufer her, die Plagiate, also gefälschte Dinge, Markenprodukte an Touristen verkaufen. Und sie raten die Touristen auch davon ab, diese Produkte zu kaufen, da es illegal ist. Und auch wenn man mehrere davon im Koffer hat und nach Deutschland zurückkommt, dann kann man am Zoll sehr wohl Probleme bekommen. Auch in Hua Hin beklagt man Wassermangel, auf Samui ja auch. Aber wie ich schon mal in einem meiner Filme gesagt habe, Samui hat ja eine Pipeline zum Festland, fast 200 Kilometer ist die lang, wo die Insel mit Wasser versorgt wird. Aber durch die geringen Regenfälle, die jetzt aufgetreten sind, hat Hua Hin also auch da ein Problem. Und der Pranburi-Stausee hat auch zu wenig Wasser. Da wird man also auch dementsprechend jetzt handeln müssen. Trotz alledem wird angenommen, dass starke Regenfälle in den nächsten Wochen auf Hua Hin auch zukommen und dementsprechend wird man sich da auch vorbereiten. Jetzt kommen wir zu Phuket, das ist die größte Insel hier auf Thailand. Ich will nicht sagen, die wird jetzt gerade überschwemmt von Russen. Also viele Russen verlassen das Land, auch mit Geld. Und das sind die größten Investoren momentan in Phuket, sind sogar vor China, die Immobilien kaufen. Da geht es auch darum, neue Zahlungsmittel aufzubauen, weil ja gewisse Konten ja auch eingefroren worden sind von den Russen. Geldtransfer gesperrt wurde und da sind jetzt die Russen ein bisschen kreativer geworden und machen jetzt vor allen Dingen in
in Phuket große Geschäfte, indem sie also Immobilien jetzt erstmal aufkaufen und die dann wahrscheinlich in naher Zukunft oder ferner Zukunft dann auch wieder veräußern und dadurch wieder Geldmittel frei bekommen, wo sie eben halt hier mit in Thailand leben können. Ansonsten erholt sich der Tourismus sehr gut in Phuket. Man erwartet bis zu 14 Millionen Touristen bis Ende des Jahres von internationalen und nationalen Touristen. Dann hat man einen Einheimischen festgenommen in Phuket, der mit über 1 Million persönliche Daten von Personen gehandelt hat an Glücksspielfirmen und hat damit also auch Geld gemacht. Und das ist in Thailand auch illegal. Man hat jetzt auch die Taxifahrer im Visier gehabt in Phuket, die illegal private Fahrzeuge benutzt haben und auch den Taximeter nicht benutzt haben, um da also illegale Machenschaften auch einzudämmen. Ist natürlich für die Touristen auch besser. Wir haben auch hier auf Koh Samui einige Probleme. Wenn man da die Taxigebühren sieht, die sind schwindelerhöhend und die Taxometer werden teilweise auch nicht eingeschaltet. Da sollte man also als Kunde darauf achten und vorab schon mal einen Preis aushandeln, bevor man da ein blaues Wunder erlebt. Ja, zu Koh Samui. Am 27. hatten wir hier einen kritischen Fall gehabt mit dem Fährbetrieb. Da ist bei einer Fähre bei hohem Wellengang der Motor ausgegangen, die Elektroversorgung ist ausgefallen. Die Crewmitglieder haben Rettungswesten ausgeteilt, alle Passagiere mussten auf das Oberdeck. Man hat dann um Hilfe gerufen, da ist dann also eine andere Fähre gekommen, die ist an die Seite angelegt. Dann wurden die beiden mit Seilen verbunden, um das Schwenken der einen Fähre zu minimieren, sage ich mal. Auf dem Weg nach Samui sind dann auch die Seile einmal gerissen. Man hat aber die ganze Situation dann anschließend trotz alledem unter Kontrolle gebracht. Und ich glaube, die Gäste sind erstmal mit einem Schrecken auf Samui gelandet. Ja, jetzt kommen wir nach Chiang Mai. Da hat es jetzt am 24. Juli einen schweren Unfall gegeben. Da ist eine Feuerwerkskörperfabrik in die Luft gegangen. Und alles ist da alarmiert worden. Das muss natürlich ziemlich gekracht haben, wie die hochgegangen ist. Aber ich kann hier jetzt nicht lesen, ob da Menschen jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ja, ich glaube, das war erstmal das Wichtigste und für mich ja die erste News von Thailand. Und wir werden uns nächste Woche wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche vor euch und wir sehen uns bei den nächsten Filmen. Bei mir kommt ja im Anschluss die Oma, wie ich angekündigt habe. Und ansonsten bleiben wir dabei, wie das normale Programm abläuft, dass also Filmbeiträge von Koh Samui kommen, was wir so machen, die Wienand und ich. Kochen ist natürlich ein wichtiger Punkt und auch hier, wie es im Garten weitergeht und das Leben allgemein als Auswanderer in Thailand. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.